Hallo liebe Freunde der Modelleisenbahn, schön, dass ihr meinen Kanal wieder angewählt habt. Da sind wir das letzte Mal stehen geblieben beim Unboxing, beim Auspacken, und das ist der Status, den ich jetzt heute habe. Wie immer zeige ich vorab ja, was ich gemacht habe, und gehe dann in die einzelnen Details. Ich werde das diesmal als Tutorial laufen lassen. Es wird wahrscheinlich 3 Folgen geben, weil ich den gesamten Bau gefilmt habe, auch die kritischen Stellen, und ich habe auch manche Dinge drin gelassen, wo man auch mal Schiffbruch mit erleidet. Das Besondere hier, ich habe überhaupt keinen Akku mehr oben drin. Das geht alles über die beiden Schienen mit 3 Volt, und ich zeige nachher, wie man das alles auch verkabelt, ohne dass man da irgendetwas von sieht. Es wird auf jeden Fall in der Videobeschreibung wieder einen Zeitstrahl geben, dass ihr sehen könnt, wann was passiert. Eventuell könnt ihr auch zappen, wenn euch das eine oder andere nicht interessiert. Es geht sehr ins Detail. Ich habe versucht, viel mit schnellen Vorspulen zu arbeiten, wenn das eine oder andere vielleicht zu lange dauert und immer das gleiche ist. So, das Besondere ist sicherlich, dass wir bei dieser Art Bau eines Container-Terminals, die man verkabeln will, von unten nach oben bauen muss. Also entgegen der Beschreibung fängt man unten an, das heißt wirklich bei den Schienen, und dann nachher bei den Rädern, und arbeitet sich nach oben durch. Da muss man schon mal kreuz und quer in der Beschreibung reingehen, aber das ist kein Problem. So, hier lege ich jetzt schon mal Schienen bzw. die Führung mit den Zahnrädern. Dann gibt es bei Faller ja diesen Barcode, das heißt diese schwarz-weiß schraffierten, selbstklebenden Streifen, weil rechts und links sind Fotoaugen, und diese Fotoaugen der beiden Motoren greifen dies ab und sorgen dafür, dass die Motoren gleich schnell laufen. Das wird also wirklich über eine Fotozelle generiert. Hier seht ihr in der Mitte die Schablone. So, da lässt man ungefähr so 1,5–2 cm frei, dass er natürlich dann auch zum Stoppen kommt. Genau einstellen tue ich das dann später, wenn es soweit ist. Es gibt da 2 Markierungen, da muss man drauf achten. An der Stelle fängt man an, das Ganze anzukleben. So, hier habe ich mir etwas einfallen lassen. Ich wollte erst löten, aber diese Stahlschienen sind nicht so gut zu löten. Ich habe einfach die Verbinder von den Schienen genommen und falsch schon drauf gesetzt. Dann kommt erstmal ordentliche Kundenkleber drauf. Man kann natürlich wunderschönes Kabel an diese Verbinder dran löten, weil das ja tipptopp geht, besser als am Stahl, und es verfärbt sich vor allen Dingen auch nicht, und das habe ich an jeden der 4 Ecken gemacht, so dass ich da eigentlich normalerweise auch irgendwo einen Aussetzer haben müsste. So, den Stoß dran setzen, dass das schön passt, runterdrücken, und man sieht von dem Kabel nichts mehr. So, man muss sehen, dass der Übergang natürlich sehr gut ist, dass dann nicht irgendwie eine Schwelle entsteht, ein kleiner Huckel oder irgendwas. Deshalb da ist eigentlich sehr wichtig zwischen den beiden Elementen, dass man darauf achtet. Jetzt zeige ich euch, wie man das einfach abdecken kann. Man nimmt sich so ein Kunststoffteil, schleift das passend zurecht und sieht das schick aus. So, jetzt zeige ich euch, warum man von unten nach oben bauen muss. Ihr müsst euch vorstellen, hier kommt Strom vom Motor, vom Licht, von den Schienen, vom Blinklicht, und das muss alles von unten nach oben geführt werden. Und wenn man das nicht vorher macht, nachher könnt ihr das nicht mehr machen. Und deshalb muss man sich bei diesem Container-Terminal Gedanken machen, wie man das Ganze verkabelt. Jetzt keinen Schreck kriegen, ich gehe nur ganz kurz mal drauf ein. Also ruhig mal einen Tag investieren und sagen, so, wie stelle ich mir das vor? Also hier haben wir Rot und Schwarz, die beiden Kontakte, die nach oben gehen, um den Strom abzugreifen, weil ich ja ohne Akku fahren will. Und das muss man halt über die Schienen, später greife ich das über die Schienen ab. Dann kommen die beiden Motoren, das sind so flache Kabel, 5-adrige, die oben zur Platine geführt werden. Das ist eigentlich am schwierigsten teilweise, weil die natürlich sehr sperrig sind und sehr breit. Danach kommen die Blinklichter, das sind die äußersten unteren Punkte, da muss man eigentlich mit beginnen. Da gehe ich praktisch mit dem Kabel bis oben hin zu einer Extraplatine, weil die an kleinen Vorwiderständen angelötet werden als Schutzwiderstand. 10 Ohm, also nichts Großes, aber kleiner Schutzwiderstand, falls es zur Überspannung kommt. Dann kommen die neuen LEDs, die nach unten strahlen. Die werden auch alle einzeln verkabelt, bis auf das Massekabel. Das wird in Reihe geschaltet, alles andere einzeln bis zur Platine geführt. So kann man später auch immer reagieren, wenn was ist. Und auch da mit einem kleinen Vorwiderstand. Zeige ich aber alles später noch. Und zum Schluss noch der kleine Motor. Es kommt ein kleiner Motor in diese Kabeltrommel, dass die sich natürlich auch dreht, wenn der Motor nach links oder rechts fährt in entsprechender Richtung. Auch das Kabel muss man natürlich vorsehen und schon reinziehen, bevor man anfängt zu kleben.
So, kurzer Ausflug in die Elektronik. Hier seht ihr jetzt praktisch das Teil, die Fotozelle. Da ist die Fotozelle und da kommt das fünfartige Band rein. Und jetzt muss man nur noch die beiden Kabel vom Motor anlöten und zwar senkrecht im 90-Grad-Winkel, zeige ich gleich aber. So, da werden die beiden Kabel reingesteckt vom rechten und linken Motor, der den Containerkran praktisch nach rechts und links bewegt. So, und hier sieht man jetzt, wie das Ganze aussieht. 90-Grad-Winkel, sage ich gleich. So, ihr seht, am Motor ist auch ein Pluszeichen und dann habe ich mir das rot markiert, abgeschnitten und einfach im 90-Grad-Winkel angelötet. Warum im 90-Grad-Winkel? Das seht ihr jetzt gleich. Man muss zum Schluss, wenn man zusammengedruckt hat, das Ganze, die Fotozelle mit diesen zwei Löchern auf den Nippel schieben. So, und deshalb muss das im 90-Grad-Winkel angelötet werden, damit diese beiden Kabel auch sauber reingehen und nicht abgequetscht werden. Und so sieht das Ganze dann praktisch aus, wenn es fertig ist. Bisschen aufpassen, dass man die Platine, dass die da nicht anstößt an dem Zahnrad. Da habe ich vorher noch ein bisschen was weggemacht. Ja, und dann haben wir den Motor mit Fotozelle schon mal fertig. Jetzt fangen wir von unten nach oben ab, wie ich es gesagt habe. Also bei den Reifen praktisch bis nach oben. So, 3 wichtige Teile. Ich zeige euch jetzt nicht, wie ich alles zusammenklebe, aber die 3 Teile zeige ich euch ganz kurz, weil die sind wichtig. Dadurch muss ja jetzt die ganzen Kabel gezogen werden. So, das ist das Endstück. Da kommt gleich hier der Blinker drauf, das Blinklicht. So, und dann habe ich 1,5 Tage lang mit der Hand gebohrt. So, die schönen Messingräder mit den Bolzen. Später beim Zusammensetzen auch darauf achten. Jetzt seht ihr mal, ob ihr den Fehler findet. Ich setze es mal zusammen und in der Eile von den 32 Rädern, die übrigens toll aussehen, setzt man das zusammen, klebt es und dann fällt es einem vielleicht gar nicht auf. So, achtet mal selber drauf, jetzt liegt es. So, wenn man nicht genau hinguckt, die Bolzen sind nicht zu sehen auf der einen Seite. Das sollte natürlich gleich sein. So, jetzt wird gebohrt und zwar geht es an die Stromversorgung über die Schienen nach oben, damit ich meine 3 Volt kriege und keinen Akku brauche. Also praktisch schräg 45 Grad nach oben, dann Messingdraht genommen. Ich verlinke euch, schreibe euch alles in die Videobeschreibung, was ich da genommen habe. Ganz dünn Messingdraht, ganz fein abkneifen, direkt an der Wulst und dann wird das Ganze angelötet. Zeige ich nachher nochmal. Die sind so fein, dieses Kupferdraht, dass das an den Rädern nicht stört. Die blockiert es überhaupt nicht, die drehen sich total leicht. Dann kommt das nächste, dann muss ich ja praktisch die beiden Pärchen durch den Träger kriegen. Also auch wieder mal in ordentlichen 45 Grad. Von links unten nach rechts oben oder andersrum. Und dann das Ganze vorsichtig reinziehen. So, jetzt kann man schon sehen, da seht ihr auch die beiden Lötungen. Das fällt nachher gar nicht auf. Das ist übrigens die Innenseite zu den Schienen. Nach außen ist die Kappe drauf. Und so sieht das dann fertig aus. An der linken Seite seht ihr die beiden Pärchen. Das seht ihr nachher nicht, wenn der Kran da steht. So, das ist der erste Teil. Nichts zu sehen von irgendwelchen Kabeln. Jetzt kommt das Blinklicht. Bewusst 2 senkrechte Löcher. Ich möchte nicht im Radkasten landen. Und ich möchte beide Dioden trennen, beide Leitungen trennen der Diode. Das ist eine Blinkdiode, das heißt, da ist schon die Elektronik drin zum Blinken. Ihr habt gerade gesehen, ich habe das mal gerade um 20 Grad mal abgeknickt, das sitzt ganz toll sauber drauf, als wäre es dafür gemacht. Dann schneidet ihr einfach den Plus zuerst ab, damit man den nicht verwechselt und kürzt den nochmal um 2 mm. Warum? Weil die Lotstelle möchte ich in dem Kasten haben und nicht unten drunter. Weil die Gefahr ist, ihr kommt sonst an die Schienen dran. Das habe ich am Anfang gehabt. So, jetzt dieses feine Kabel, das ist isoliert. Das kriegt man nur mit Hitze abisoliert. Ich verlinke es euch aber auch, was ich da genommen habe. In Kupfer und in Schwarz. Schön vorsichtig durchziehen. Bisschen drücken. Und dann sitzt das schön sauber drauf. Das schnackt so ein. So, kurzen Funktionstest natürlich machen. Das mache ich andauernd, weil wie gesagt, wenn es nachher zusammengebaut ist, kommt er nicht mehr dran. Hier ist jetzt ganz wichtig, ihr seht es oben noch in der Vergrößerung, das muss jetzt fixiert werden, das darf nicht an die Räder kommen, weil da fließt ja Strom. Ja, dieses Kupferkabel schön drumherum legen, damit es nicht da dran kommt. Ihr seht, dass das schon mal angeklebt war, ich habe nämlich vergessen,
diesen Träger da dran, den Splintlicht dran zu machen. Und war eigentlich schon fast zu spät. Ist mir aber noch aufgefallen, geht auch relativ schnell dann nochmal wieder rauszunehmen. Und so sieht jetzt das erste fertige Teil aus. Ich löte jetzt mal gerade die 4 Stellen per Video an, dass ihr das mal kurz seht. Dabei bitte beachten, dass ihr nur kurz lötet. Wenn ihr merkt, es klappt nicht, die Lötung geht zum nächsten. Lasst es abkühlen und geht dann nochmal dran. Also nicht versuchen mit Gewalt das einzulöten, weil dann schmilzt euch der Kunststoff. Und so hat er überhaupt keine Zeit zu reagieren. Das geht so schnell, das Anlöten. So, da klappt es jetzt zum Beispiel nicht beim ersten Mal. So, dann lass die Finger von und geh erst ein weiter. So, und zack, drin. Jetzt nochmal kurz nachlöten, auch drin. So. Wie gesagt, da seht ihr noch nichts mehr. Funktionstest immer wieder machen, zu gucken, fließt wirklich Strom, beziehungsweise ist die Verbindung okay, ist sie, dann können wir weiterbauen. So, und so sehen jetzt die 4 Teile aus. Die Räder sind immer seitenverkehrt, also immer bei ein Pärchen mit einer Kante nach vorne, ein Pärchen mit der Kante nach hinten. Die Platine, die 2 Motoren, so, das ist so der erste Bauschritt. Jetzt muss das Ganze natürlich an den ersten Träger. Das ist natürlich so nicht vorgesehen, weil Faller hat das so vorgesehen, dass einfach alle Kabel, diese 5-fadigen, von außen dran geklebt werden. Ist natürlich grottenhässlich, habe ich keinen Bock drauf, das muss schön aussehen. Also rein damit ins Gehäuse. Worauf ihr da achten müsst, zeige ich euch gleich noch mal ein paar Stellen. Das sind die beiden Nasen, das kann man schön fixieren. Eine Runde Kleber und dann die richtig schöne fette Zange. Davon habe ich mehrere, die sind total wichtig. Und auch lasst es trocknen. Teilweise wirklich mal eine Nacht einfach lassen, damit das richtig schön fest wird. So, hier zeige ich nochmal da habe ich mir nochmal Strom abgegriffen. Wahrscheinlich werde ich damit den Motor mit der Kabeltrommel, die ich vorhin gezeigt hatte, anschließen. So, jetzt wird das Ganze miteinander verbunden, das linke und das rechte Fahrwerk, und dann praktisch mit einem Kabel nach oben geführt. Das seht ihr jetzt, das geht links raus, das Kabel. Jetzt muss man sich genau überlegen, wo lege ich das Kabel her, weil viel Platz habt ihr nicht. Man muss also richtig schön Platz schaffen, ohne natürlich auf die Stabilität besonders zu gefährden. So seht ihr jetzt praktisch, wie das vorbereitet aussieht. Also ich bereite das so vor, dass die Kabel auch mit ein bisschen Sekundenkleber fixiert sind. Hier seht ihr jetzt, dass ich praktisch an diesem Träger, der das alles richtig hält hinterher, rechts nur ein bisschen rausgeschnitten habe. Da ist so viel rausgeschnitten, dass ich das Kabel darunter sauber, ohne Druck, da darf nirgendwo Druck kommen, sonst klemmen wir uns ein Kabel ab, ohne Druck da fixieren kann. Seht ihr jetzt nochmal von der Seite. Man kann das Kabel jetzt immer noch bewegen. Ich kann es nach vorne ziehen, ich kann es nach oben ziehen, und da seht ihr, da geht zwischen den beiden in dem Hohlraum hoch. So. Das ist teilweise so wenig Platz, wenn das mal verdreht ist, also 2 Kabel aufeinander liegen, ist es schon zu hoch. Ja, das klappt alles, man muss sich aber Zeit lassen. So, und immer gucken, passt das? Okay, passt schön drauf. So, wenn das so vorbereitet ist, dann könnt ihr ganz geschillt dieses große Teil zum Beispiel dran kleben. Weil es ändert sich jetzt nichts mehr an den Kabeln, die sind alle mit einem kleinen bisschen Tropfen fixiert, Sekundenkleber. Das könnt ihr jetzt ganz geschillt aufeinander setzen. Die vielen Kabel, die da hinten rauskommen, die sind für den Motor, für die Kabeltrommel, die sich ja auch drehen soll, wobei ich noch nicht weiß, ob ich die von oben steuere oder von dem Motor, wo ich mir ja da einfach Strom abgezwackt habe. Deshalb habe ich da beide Varianten, deshalb sind da auch 4 Kabel. So, einfach die Klemmen schön stark wählen. Also nehmt nicht so einfache Klemmen, die können ruhig schon was vertragen. So, 4 Klemmen dran, fertig. Und schon haben wir den ersten Motor drin. So sieht es aus. Da seht ihr nichts mehr von den Kabeln. Alles weg. So, aber wie gesagt, lasst es euch Zeit. Das geht nicht so easy. Funktionstest, wie ich immer wieder sage, Funktionstest in allen Varianten. Jetzt könnte man noch was ändern, eventuell mit ein bisschen tricksen. Aber im nächsten Bauschritt, wenn jetzt die Hochträger da dran kommen, die Querträger, die senkrechten Träger, das jetzt hier, danach wird schwierig. So, auch immer wieder kontrollieren. So, das setze ich jetzt hier drauf, sieht doch auch schick aus. Gott sei Dank nehme ich nochmal meinen 90 Grad Winkel und sehe, der hat keine 90 Grad. Ergo, das Teil gehört auf die andere Seite. Das seht ihr nicht, das sind 2-3 Grad. Wenn man da nicht aufpasst,
So, und ganz schnell das Ding runter, den Deckel abgenommen. Auf der anderen Seite, das ist übrigens wieder das Flachkabel vom Motor, auf der anderen Seite drauf gesetzt, Deckel drauf. Und da konnte ich das noch schnell retten. So, also immer wieder eine Kontrolle reinsetzen. In dem Fall war dieser Kontrollmechanismus der 90-Grad-Winkel. Hätte ich den nicht angelegt, wäre mir das nicht aufgefallen. Aber spätestens später. Jetzt oben an den Kabeln ziehen, damit ihr sie nicht unten einquetscht. Jetzt haben wir die 90 Grad. Tipptopp. So, das gleiche auf der anderen Seite. Auch fixieren. Vieles schneide ich dann einfach auch weg. Wenn ich jetzt, ihr müsst nicht sehen, wie ich jedes Mal alles mit dem Kleber versehe. Das seht ihr jetzt. Habt ihr bei ein paar Mal gesehen. Dann schneide ich das einfach ein bisschen weg oder verkürze es. So, jetzt auch beim Draufsetzen gleich aufpassen wieder. Das sind natürlich auch diese ganz feinen, haarfeinen Kabel. Wenn man da nicht aufpasst, hat man die ruckzuck dazwischen. Deshalb Zeit lassen. Der Kleber, so schnell klebt er nicht. So, und gerade jetzt im unteren Bereich. Kontrolle 90 Grad und der erste Träger und das erste Fahrwerk ist fertig. So, nebenbei, ich bin Rentner, ich habe viel Zeit, also wundert euch nicht, dass ich das hier in 2 Wochen gemacht habe. Ihr braucht dafür länger. Das geht mit Sicherheit nicht, wenn man normal auch arbeitet, nicht in der Zeit. Aber wenn es einem dann packt, das macht total Spaß, dann kann man auch kaum aufhören. So, jetzt kommen die anderen beiden Träger und das zweite Fahrwerk. Die sehen natürlich anders aus. Die sind ein bisschen einfacher zu handeln. Da ist innen drin auch schon Hohlraum. Da muss man gar nicht viel ausschneiden. Einfach auch wieder aufeinander setzen. Und dann sind wir erstmal so weit fertig, dass wir dann oben an die großen Querträger kommen. So, Kontrolle 90 Grad. Und auf der anderen Seite auch. So, wenn euch was Überschüssiges vom Kleber drauf geht, gleich wegmachen. Ihr seht, dass ich zwischendurch immer mit dem Finger mal schnell drüber gehe. So, hier ist auch ein ganz feines schwarzes Kabel, was mir so ein bisschen mein Lessen bereitet hat. So, zack. Aufpassen und natürlich gleich wieder Funktionstest. Wenn ihr euch unsicher seid, gleich Funktionstest, noch kann man das wieder runternehmen. So, das ist der zweite Träger. Das heißt, jetzt geht es wieder mal an einen Funktionstest. So, in dieser Phase müssen wir 4 Tests durchführen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, weil wenn jetzt hier das Gerüst draufkommt, dann kann man nicht mehr viel verändern. Also, wir testen einmal, ob die beiden Strom Plus und Minus oben ankommen, die beiden Stromquellen. Zweiter Test ist, wir schauen, ob die 4 LEDs immer noch funktionieren, die Blink-LEDs. Dann im nächsten Test geht es darum, die Platinen mit Strom zu versorgen und zu schauen, ob ich die ins Internet bekomme. Und der Test 4 ist die LED, um zu schauen, ob da die Leuchtkraft dieser LED funktioniert und so ist, wie wir sie gerne haben möchten. So, fangen wir mal an mit den ersten beiden Tests, die können wir auf einmal machen. Ich nehme jetzt also Strom von oben, das heißt, hier haben wir jetzt Minus. So, wenn sie jetzt gerade auf verschiedene sind, dann sieht man auch, dass alle 4 funktionieren. Das wird nachher mit dem Rahmen natürlich anders. Das ist jetzt sehr instabil. So, die 4 LEDs funktionieren und der Strom oben funktioniert auch, weil ich es oben aus dem Rahmen geholt habe. Für die nächsten beiden Tests baue ich das noch ein bisschen um, beziehungsweise werde diese feinen, dünnen, fast haardünnen Kabel ein bisschen zusammenräumen, um hier ein bisschen Ordnung zu haben und dann nicht nachher aus Versehen rüber zu fahren. So, jetzt machen wir mal den Test für die Beleuchtung, den ziehe ich jetzt mal vorweg. Ich glaube, wenn da 3 LEDs auf jeder Seite sind, dann sollte das genug sein an Leuchtkraft. Das gefällt mir ganz gut. Okay. So, und jetzt melde ich mich mal an. Das Ganze habe ich jetzt mit dem iPad gemacht, dann geht es erstmal einfacher. Dann kommt man aufs Portal, man muss dann eine Nummer eingeben, die auf seinem Beutel steht und kriegt damit dann den Zugang zu dem Container-Steuerungsportal. So, mit dem iPad geht das leider nicht, weil wenn man drückt, macht das immer nur so ganz kleine Bewegungen, da müsste ein Schieberegler her. Aber ich wollte es ja sowieso auf meinem Laptop unten machen, von daher passt das. So sieht jetzt die Oberfläche aus. Und da kann man jetzt schon mal versuchen, wie das Ganze funktioniert. Läuft noch in die falsche Richtung, kann man aber später noch ändern.
So, auch hier wieder Funktionstest, rechts, links geht und auch in der Katze die Motoren laufen, was man jetzt natürlich nicht sieht. So, jetzt geht es weiter in den ersten großen Querträger. So, vorab zeige ich euch, wie ich die LEDs da rein gemacht habe. Ich habe lange nach LEDs passend gesucht. Das sind LEDs, wo ihr mit 90 Grad, wenn ihr da drauf guckt, nichts seht. Das heißt, die LEDs sind in diesen Fassungen verschwunden. Die strahlen nur nach unten. Also ich wollte von der Seite, dass man sich nicht blendet. So, ich werde die da so reinsetzen, dass man sie praktisch 1,5 cm rausziehen kann. Wenn mal was dran ist, kann man die LED wechseln und so sieht praktisch der erste Träger aus. Hier seht ihr auch schon, wo ich das hergeführt habe. Das ist jetzt der kleine Querträger vorne, der praktisch über dem Hafen, über dem Schiff ist. Das ist eine simple Angelegenheit, den zusammenzusetzen. Das wird jetzt bei den Querträgern ein bisschen schwieriger. Hier sieht man auch, wie passgenau das ist. Also hier sind 2 Kabel aufeinander. Das geht nicht, so wenig Platz ist da. Das muss sauber nebeneinander parallel liegen. Dann kriegt er den Querträger da sauber drauf. Also die Stabilität trotz der Kabel ist dann schon gewährleistet. So, jetzt schnackt das ein. Jetzt zeige ich das auch von der anderen Seite einmal. Und da kommt es raus. Man muss sich sauber Gedanken machen, wo lege ich die Kabel hin und ein bisschen Zeit lassen. So, jetzt kommt der Träger dran. Der erste Teil vom großen Querträger. Man sieht dann auch die Löcher von den LEDs. So, und so sieht das Ganze jetzt aus. An diesen Querträger müssen jetzt die beiden Längsträger dran. So, und wie ich das da vorhin schon gezeigt habe, bereite ich das so vor, dass ich die Kabel praktisch so schon fixiert habe mit ein bisschen Kleber, dass mir da nichts beim Leimen oder beim Kleben passieren kann. So, ich gehe gleich nochmal drauf ein, worauf man da mal achten muss. Das sieht jetzt zwar alles so easy aus, aber man muss da schon so ein paar Dinge noch beachten. So, immer ordentlich klemmen drauf, damit das schön hält. So, erste Teil wäre geschafft. Dachte ich, was ich vergessen habe, seht aber noch nicht, das ist der Träger, der jetzt eigentlich hätte dran gemusst. So, Funktionstest machen, okay, Lampen leuchten alle und dann ist es mir aufgefallen. Da musste der Träger noch an. Das habe ich nicht gefilmt, weil ich so in Schweiß kam. Da musste ich dann schnell alles wieder aufmachen, den Träger rein und natürlich das Kabel vom Motor und alle anderen Kabel reinlegen. Das habe ich mir jetzt mal gespart zu filmen. Die Mühe hatte ich nicht. So sieht es jetzt schon mal aus mit dem ersten Träger. Ihr seht, wie viele Kabel da allein rauskommen. Da muss man schon ein bisschen Ordnung haben und ein bisschen sich Zeit lassen, das da durchzuführen. Und trocknen lassen. So, und hier seht ihr jetzt praktisch den Punkt, wo an jeder Seite fast 10 Kabel reinkommen. Wenn man das schön sauber fixiert mit ein bisschen Teserband, ein bisschen Kreppband drauf, während das der Kleber haftet, der Sekundenkleber, und dann das Kreppband wieder wegmachen. Hier könnt ihr schauen, wo ich rausfräse. Überall, wo jetzt natürlich Kabel sind, müsst ihr rausfräsen. Auch die Längsseiten. Lasst euch Zeit damit. Wenn ihr es draufsetzt, darf das nicht ein bisschen Spannung haben. Weil wenn die fette Klemme da drauf kommt, klemmt ihr euch eure Kabel ab. Ja, und wenn ihr das so behandelt, dann kommen die alle schön oben raus. So, der letzte Träger ist noch nicht eingeleimt, weil den leime ich jetzt zum Schluss ein. Ich richte also das Fahrwerk genau aus. Und jetzt hört ihr auch das Klacken gleich. Kleber drauf. Und dann sage ich mal kurz nichts. Schnack. So, passt. So, beim zweiten seht ihr, dass im hinteren Bereich 1 Millimeter Luft ist. Das hat sich ein ganz klein wenig verzogen. Da müsst ihr natürlich auch drauf achten, das muss sich richten. Also da muss ich natürlich mit den Klemmen das so festmachen, dass ich auch eine saubere 90-Grad-Winkel habe. Ja, und da kommt jetzt das ganze Kabelgedöns oben raus. Jetzt kommt der letzte Querträger rein. Den habe ich an einer Seite gekürzt und habe da ungefähr nur 3 mm gelassen, dass ich den einschnappen kann. Und werde den jetzt natürlich sauber mit einer Klemme fixieren. Das habe ich auch über Nacht stehen gelassen, damit das wirklich alles zusammenklebt. Das war nicht ganz easy und das zu filmen habe ich mir jetzt gespart, die Kabel da rein zu friemeln. Aber ich zeige euch noch mal ein paar Nahaufnahmen. Einfach ein Loch schaffen, jetzt seht ihr das. Loch schaffen, einen breiten, und dann kann man die Kabel oben rausziehen. So, jetzt kommt der Kasten da drauf. Den habe ich schon fertig gebaut und dann unten drin praktisch den Ausschnitt geschaffen. Schön großzügig, damit ich meine Kabel da ruhig durchziehen kann.
Wer genau hinguckt, der sieht, dass ein weißes flache Kabel fehlt, das von links. Das habe ich nachher noch mit der Pinzette rausgezogen. Das ist zurückgefallen in den Rahmen. Bin ich aber noch dran gekommen. Jetzt schön im 90-Grad-Winkel das Ganze ausrichten, damit die Häuschen da schön drauf sitzen. Und so sieht das jetzt in diesem Stadium aus. Bis hierhin war eigentlich schon das Schwierigste. Was jetzt folgt, gut, das Verkabeln noch und die ganzen Platinen, aber das war schon quick bis hierhin. So, und dann habe ich kleine Platinen gemacht. Ich habe noch die Platinen selber bestückt, also seht es mir nach, wie das nicht toll aussieht. Also jedes LED hat einen eigenen Widerstand, einen kleinen. Dann habe ich mir noch einen Elgo geholt, praktisch, der soll ein bisschen abpuffern, wenn der Strom nicht fließt oder wenn er mal unterbrochen wird. Was natürlich auch wichtig ist, wenn man eine Frau hat, die näht, ist das sehr toll, weil die hat so eine tolle Lampe und diese Lampen kann man natürlich nutzen, um so ganz feine Arbeiten zu machen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der funktioniert. Ich habe den Kran draufgesetzt, Strom ist auch mal drin. Mache beide Platinen an, dadurch wird dann das WLAN aktiviert. Und da taucht es auch schon auf. Da, Faller. So, das verbindet sich jetzt selber. Ich habe das so automatisch gemacht, sobald er das erkennt, verbindet er das. Dann gibt man seine IP ein. Und ich habe mir das schon als Favorit hinterlegt. Und dann landet man auf der Seite, wo man das Gerät bedienen kann. Jetzt fahren wir gleich mal nach rechts und links. Da muss man immer wieder gucken, dass auch wirklich die Räder satt drauf sitzen. Deshalb auch der Elgo da drin. Also wenn es mal eine Unterbrechung gibt, hat der ja ein bisschen Strom. Ich werde noch ein bisschen dickeren nehmen. Dann kann man das Licht schon mal anmachen. Da seht ihr, das geht. Jetzt blinkt es noch nicht. Warum? Weil der Elgo jetzt erstmal den ganzen Strom braucht. Wenn der genug hat, dann blinkt er. So, jetzt ist er aufgeladen. Jetzt sieht man auch die neuen LEDs, die da unten leuchten, die weißen. Ist natürlich draußen jetzt hell. Ich habe das tagsüber gedreht. Aber ihr habt ja nachher nochmal eine Aufnahme, die ein bisschen abgedunkelt ist. Dann kann man es besser sehen. So, zwischendurch sage ich mal nichts, dass ihr den Motor hört. Das ist ein ganz leises Surren. Man sieht es hier und da noch ein bisschen flackern, also ich muss noch ein bisschen etwas höheren Elgo da reinmachen, damit ein bisschen Puffer mehr drin ist. Und die Blinklichter gehören da nicht dran. Also hier, by the way, wenn einer eine Idee hat, die Blinklichter muss ich ja jetzt an den Motor setzen. Sobald der Motor fährt, müssen die angehen. Wenn der aber andersrum fährt, verändert sich die Polarität. Dann kann ich diese Blink-LEDs dann nicht mehr dran schließen. Also wenn einer eine Idee hat, wie man das machen kann, das wäre super. Und schreibt mir das mal in den Kommentaren. So sieht es jetzt fertig aus. Ich finde ganz schick, auch von der Größe her passt es sich gut in die Anlage ein. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es doch vielleicht zu groß wird. So, jetzt geht es weiter mit dem Verzieren. Da kommen natürlich nochmal kleine Motoren vorne drauf vor den Rädern. Es kommen die Leitern da dran, hinten die Kabelrolle, oben Geländer. Also da ist erstmal noch viel Arbeit. Ich werde aber nicht alles so filmen, dass ich, wie man eine Leiter da dran klebt, muss ich euch ja nicht zeigen. Also ich werde ein paar Dinge kürzen. Am zweiten Teil werde ich so weit sein, dass der untere fertig ist und mit dem oberen zumindest bei den Schienen beginne. Vielleicht auch ein bisschen weiter. Muss ich mal schauen. So, mit diesen Bildern verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Tutorial. Ihr nehmt was mit und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal, wenn ich euch dann wieder zeigen kann, wie weit ich mit dem Kram bin. Also bis dann, euer Adam. Ciao.